Das hier ist mein Kumpel Carlyle, der absolut keine Ahnung von Super Smash Bros. Hat. Und ich bin ein Competitive Smash Spieler auf einem relativ guten Level, will ich mal behaupten. Unsere Challenge, ich soll ihn in nur 5 Tagen Super Smash Bros. Ultimate von Grund auf beibringen und ihn dann zu einem Competitive Smash Turnier mitnehmen, wo das Ziel sein wird, ein richtiges Turnierset zu gewinnen. Vom Anfänger zum Profi in nur 5 Tagen. Aber bevor wir anfangen, muss ich erstmal 3 Probleme erläutern. Erstens, mein Kumpel fängt bei 0 an. Und mit 0 meine ich wirklich 0, weil das Ding ist, er hat nicht nur keine Smash-Erfahrung, er hat auch kaum allgemeine Gaming-Erfahrung. Normalerweise werden Leute relativ schnell mit der Steuerung von Smash vertraut, wenn man sonst halt zum Beispiel Jump'n'Runs oder ähnliches spielt. Aber mein Kumpel ist halt eigentlich kein wirklicher Gamer. Die einzigen Spiele, die er viel gespielt hat, waren FIFA, Forza Horizon und Pokémon. Das heißt, rein theoretisch, wenn er die Challenge schaffen sollte, dann müsste das eigentlich jede Person schaffen. Zweitens, er hat nicht mal eine Switch. Das heißt, in den 5 Tagen kann er wirklich nur bei mir Smash spielen und zu Hause kann er maximal nur auf Videos schauen. Aber das Gelernte nochmal vertiefen, das kann er nicht. Und drittens, das Turnier, auf das wir gehen werden, nennt sich TGM Brawl. Und es ist nicht nur irgendein Smash-Turnier um die Ecke bei der lokalen Gaming Bar, sondern ein richtiges deutsches Major-Event mit 128 Teilnehmern. Darunter sogar Quick, der zweitbeste europäische Smash-Spieler, und Tarik, der zweitbeste deutsche Smash-Spieler. Das heißt, er wird gegen wirklich richtige Competitive Smash-Spieler spielen, die das Spiel schon seit Jahren üben. Und mit den Herausforderungen dürfen wir auch keine Zeit verschwenden. Wir haben direkt mit dem wichtigsten Thema angefangen. Er braucht einen Gamertag. Weil ey, ihr wisst ja wie es ist. Der Gamertag ist praktisch eure zweite Identität. Hat man die einmal ausgewählt, kriegt man den nie wieder los, egal wie schlimm der ist. Und wir haben uns dann am Ende auf Kalu geeinigt, was praktisch schon sein Spitzname ist. Und danach muss ich testen, wie gut er gerade wirklich ist. Weil wer weiß, vielleicht muss ich ihm gar nichts beibringen. Kann ja sein, dass er aus irgendeinem Grund so ein geheimes Smash-Talent hat, was nur entdeckt werden musste. Ja, okay. Das heißt, die Arbeit ruft. Für Tag 1 haben wir wirklich nur die Basics in Smash geplant, aber zuerst ging es natürlich um die Charakterauswahl. Wir hatten ein paar Charaktere zur Auswahl und wir haben auch ein bisschen rumprobiert, aber am Ende fiel die Entscheidung auf Incineroar oder auf Deutsch auch Fueco genannt. Grund für den Charakter war einmal, dass er relativ einfach zu spielen ist. Er hat zum Beispiel den Side-B-Move, welchen man ziemlich gut fürs Damage aufbauen und auch fürs Killen benutzen kann. Und der wichtige Grund war eigentlich, dass Pokémon auch die einzige Franchise war, die er von Nintendo gespielt hat. Ist ja immer wichtig, dass man eine gewisse Verbindung zu seinem Charakter hat. Und danach ging es um die Steuerung, ins Theoretische praktisch. Wie macht man einen Dash, einen Shield, einen Short-Hop, einen Full-Hop? Wie sieht sein Moveset aus? Was sind Jabs, Tilts, Aerials, Specials? Aber ey, ich will euch jetzt nicht langweilen, ne? Falls ihr sowas mal erklärt haben wollt, hier ist ein Video von einem Kumpel von mir, der das alles komplett erklärt hat. Link zum Video in der Beschreibung. Aber ja, wir sind einmal alles durchgegangen, auch wenn er natürlich nicht direkt alles auf Anhieb verstehen oder anwenden wird. Und bevor wir dann wirklich mit dem Spielen angefangen haben, ging es speziell nur um die Recovery. Also wie man sich rettet, wenn man weggeschleudert wird. Wir haben mit Incineroar auch einen Charakter ausgewählt, der keine einfache Recovery hat. Aber das war praktisch der Austausch zu einem relativ einfachen Spiel auf der Stage. Und natürlich, am Anfang war die Sequenz von erstmal springen und dann den Special Move nach oben machen etwas kompliziert. Vor allem, weil man mit Incineroar noch speziell auf die Kante zielen muss. Aber ja, Recovery war auf jeden Fall eins unserer Hauptthemen in den 5 Tagen. Weil bevor er gegen einen richtigen Gegner Stocks holen kann, muss er seine eigenen ja irgendwie bewahren. Für das richtige Training haben wir dann die CPU-Challenge gemacht. Er soll alle Computer von Level 1 bis Level 9 einmal besiegen. Und Ziel hierbei war es hauptsächlich, dass er mit der Steuerung klarkommt. Und dafür waren die CPUs auf niedrigem Level perfekt für geeignet. Weil die machen eigentlich einfach fast gar nichts. Das heißt, er konnte einerseits sein Movement, also seine Bewegung üben, damit das intuitiv wird. Und er konnte seine Angriffe üben, damit er Angriffe trifft, wenn er sie auch treffen will. Wir haben uns am gleichen Tag dann sogar bis Level 9 hochgekämpft, das heißt, er hat alle CPUs von Level 1 bis 8 besiegen können, was wir vor allem dem Side-B-Move von Incineroar zu bedanken haben. Oh, gutes Side-B, gutes Side-B. Und als Level 9 CPU haben wir dann Kazuya ausgewählt, ein DLC-Charakter. Der Level 9 Kazuya ist in der Smash-Community nach seinem Release sehr bekannt geworden, einfach nur dafür, dass er besonders stark war. Es gibt zum Beispiel mega viele Clips, wo er gegen Topspieler eine richtig krasse Combo kriegt. Und er wurde sogar mal aus Spaß in ein richtiges Competitive Smash Turnier eingetragen mit richtigen Spielern. Und da hat er sogar gegen einen richtigen Competitive Smash Spieler ein ganzes Set gewonnen. Das heißt, für unseren Kalu hier war der Level 9 Kazuya der erste richtige Rivale. Und auch wenn es am Anfang eigentlich schon recht gut lief, konnte er ihn am ersten Tag noch lange nicht besiegen. Ja, das war's. Okay, das war der. Ja, okay. Auch seine Recovery lief im Laufe des Tages immer besser, vor allem wenn ihm viel Zeit gegeben war. Aber in Situationen, wo er plötzlich Offstage flog, ist er meist in Panik geraten und dann gestorben.
Ein Aspekt, der uns am Ende des Tages aufgefallen ist, war das Aerial Game, also praktisch das Spiel in der Luft. Auf dem Boden fühlte sich Kalu mittlerweile wohl, aber in der Luft kam er noch gar nicht klar. Es fiel ihm extrem schwer zu springen, sich dann zu bewegen in der Luft und dann sogar noch Moves rauszuhauen. Mit Shortos und Fastfalls müssen wir erst gar nicht anfangen. Aber für den ersten Tag haben wir auf jeden Fall genug geschafft. Der Anfang ist halt immer der schwerste Teil und ich würde behaupten, er würde jetzt schon gegen viele Casual Smash-Spieler gewinnen können. Am zweiten Tag ging es direkt dort weiter, wo wir am Tag davor aufgehört haben. Wir haben direkt mit dem Level 9 Kazuya Training weitergemacht. Und an sich spielen CPUs ein bisschen komisch, weil das Tempo ist manchmal extrem langsam. Aber genau das war eigentlich für den Kalu perfekt, weil auch gegen Level 9 CPUs konnte er weiterhin die Steuerung und sein Spielgefühl trainieren. Aber besiegen konnte er den Level 9 Kazuya am zweiten Tag immer noch nicht. Und dann ging es schon weiter mit dem nächsten Thema, nämlich das Aerial Game, was wir am Tag davor besprochen haben. Wir haben dann relativ am Anfang etwas mega Komisches entdeckt, weil der Kalu lässt beim Fastfallen den Stick immer los. Das heißt, er flickt sozusagen seinen Stick nur nach unten. Und ey, es ging sogar noch weiter. Wir haben rausgefunden, er flickt eigentlich die ganze Zeit mit seinem Control Stick. Das bedeutet, sein Daumen ist nur am Stick, wenn er sich bewegt. Und ich glaube, das kam einfach davon, dass er halt nicht so oft intensive Spiele mit Controller spielt. Und wir haben versucht, so ein bisschen daran zu arbeiten, aber sowas wird halt erst mit der Zeit ausgebessert. Abgesehen davon war jetzt auch das Combo-Game im Fokus, was eigentlich mit dem Aerial Game Hand in Hand geht. Er hat die ersten paar Down-Tilt und Down-Throw-Kombos gelernt, aber so richtig auf das Combo-Game konnten wir uns eh nicht konzentrieren, weil genau das ist eigentlich etwas, was man zu Hause im Trainingsmodus einfach stumpf übt. Nur kann Kalu genau das leider ja nicht tun. Sein Hauptdamage hat er weiterhin immer noch mit der Side-B gemacht. Für den zweiten Tag und auch alle kommenden Tage habe ich extra nochmal eine andere Person eingeladen, damit er auch gegen richtige Spieler trainieren kann, abgesehen von mir halt. Und für den zweiten Tag war es ein anderer Kumpel von mir, nämlich der Dimi. Dimi war auf einem Competitive Smash Turnier vor so 2 Jahren mal, aber er spielt das Spiel eigentlich seit einem Jahr nicht mehr so wirklich. Trotz dessen ist er immer noch auf einem ziemlich guten Competitive Level, weil er halt schon diese jahrelange Erfahrung hat, weswegen er ein perfektes Level für Kalu hatte. Nicht zu gut, aber auf jeden Fall schon auf ein Competitive Niveau. Gegen richtige Spieler war es natürlich komplett anders, weil das Tempo war einfach deutlich höher. Und dadurch haben sich auch die ersten Habits entwickelt, also schlechte Angewohnheiten. Zum Beispiel hat er immer im Disadvantage, also wenn er gerade vom Gegner getroffen wird, komische Air Dodges gemacht. Allgemein hatte er einige Habits immer in den Situationen, wo er schnell in Panik kam, weil er die Situation einfach nicht kannte und das Spiel zu schnell für ihn ging. Die Lösung für sowas nennt man Situational Awareness, also einfach das Erkennen einer bekannten Situation. Und hier an der Stelle kurz sorry für die ganzen englischen Begriffe, aber in Competitive Smash ist eigentlich eh so alles in Englisch. Mein Plan war es, ihn dann immer wieder auf diese Situation aufmerksam zu machen, wo er eben seine Habits hatte, also praktisch wie so ein Coach die ganze Zeit reinrufen und ihn ein bisschen nerven. Scheiße. Pass auf mit der Get-Up-Attack, gell? Dadurch soll er halt langsam immer mehr das Wiederkehren einer Situation bemerken, womit er eben nicht in Panik verfällt. Und das ist eigentlich so die Lösung, was alle Habits angehen. Die kommen nur, weil man gerade nicht wirklich checkt, was so abgeht. Das heißt, man muss nur schnell genug erkennen, in was für eine Situation man sich gerade befindet. Dadurch, dass er auch gegen echte Spieler trainiert hat, ist sein aktives Spiel gegen den Gegner besser geworden. Das heißt, er spielt weniger dieses Monkey See, Monkey Do, sondern er passt sich seinen Gegner schon an. Natürlich noch auf einem sehr niedrigen Level. Wichtig war hierbei, dass wir ab Tag 2 auch anfangen konnten, aktiv an seinem Gameplay zu arbeiten. Zum Beispiel seine Optionen variieren beim Landen oder an der Ledge. Im Vergleich zum ersten Tag, wo wir praktisch nur die Steuerung geübt haben, war das schon ein riesen Fortschritt. Und naja, Fortschritt gab es auch beim Recovern. Er war generell weniger panisch auf Stage und konnte auch in ein paar knappen Situationen recovern. Direkt am Anfang des Tages hat er endlich den Level 9 Kazuya besiegen können. Ja? Oh, shit. Hey, nicht schlecht. Das war clean. Und das sogar mit einem Edgeguard am Ende, was auch seine Entwicklung im Offstage-Game widerspiegelt. Und nachdem er den Level 9 Kazuya besiegt hat, haben wir ihn gegen andere CPUs trainieren lassen, welche die Schwäche von Incineroar gut ausnutzen können. Charaktere mit Projektile waren dafür der Plan, weil er sich dann mehr auf Jumps und Aerial Game fokussieren muss. Für Kalu war das perfekt, weil er sich zu dem Zeitpunkt noch stark auf seine Side-Bs und sein Movement auf dem Boden verlassen hat, was er aber schon bereits gut konnte. Im dritten Tag haben wir dann auch angefangen, Competitive Aspekte des Spiels zu besprechen. So haben wir zum Beispiel Sachen wie Stage Spike oder Tech Chases erläutert. Aspekte, die erst im Competitive Play so wirklich auftreten. Wichtig war vor allem das sogenannte Neutral, also das Spiel zwischen den 2 Spielern, wo keiner von beiden den Vorteil hat. Anschließend kam dann der Gast für heute, der Azim. Auch ein Competitive Smash Spieler, der mittlerweile etwas inaktiver wurde, ähnlich wie Dimi. Nur hat Azim das Spiel für einen kurzen Zeitpunkt wirklich ernster genommen und hat auch auf kleineren Turnieren Sets gewonnen. Gegen ihn vertiefte sich alles, was wir bis jetzt gelernt haben, deutlich. Und interessanterweise habe ich da noch etwas bemerkt. Es kann sein, dass Kalu tatsächlich einen Vorteil hatte mit seiner mangelnden Vorerfahrung an Casual Smash oder Online Smash.
weil er hat sich direkt ein reaktionäres Gameplay angeeignet und es ging nicht so krass darum, Fehler auszubessern, sondern lediglich darum, ihm neue Konzepte beizubringen und wie er diese dann richtig anwenden kann. Und es kostet halt oftmals mehr Zeit, Fehler auszubessern, als einfach die Dinge direkt schon am Anfang richtig zu lernen. Vor allem sein Neutral wurde jetzt auch deutlich besser, was man schon mit richtigen Competitive Smash-Spielern vergleichen konnte. Er hat auch angefangen, im Disadvantage darauf zu achten, seine Optionen zu variieren. Das zeigt, dass er diese Situational Awareness mittlerweile schon hier und da bekommen hat. Da er aber nun mehr Fokus auf viele Aspekte im Spiel gelegt hat, wurde es auch allgemein deutlich anstrengender für ihn und er konnte kaum 2 bis 3 Sets spielen, bevor die Konzentration nachließ. Weil im Vergleich zu den vorherigen Tagen war nun vieles Kopfsache und es wurde deutlich komplexer, statt dass man einfach nur die Steuerung oder sowas übt. Aber das zeigt halt, dass Kalu den Schritt von Anfänger zum Competitive Smash-Spieler gerade wirklich macht. Ey, der Konter. Yo. Oh, shit. Der gerade rasiert. Für Tag 4 hatten wir sogar einen zusätzlichen Coach neben mir, für den Fall, dass ich nicht alles bemerke. Der Coach war Mino, ein Top 5 Spieler in Hessen und auch schon seit mehr als 5 Jahren in Competitive Smash drin. Da sein Aerial und Jump Game in den letzten 3 Tagen die zentrale Lücke in seinem Gameplay war, gab es direkt am Anfang erstmal stumpfes Training, ähnlich wie Wiederholungen im Fußball zum Beispiel. Und ein weiterer Aspekt waren Dash Shields, das heißt einfach nur shielden beim Dashen und dadurch zum Beispiel Shield Grabs kriegen. Und das wurde nochmal umso wichtiger, weil das Turnierbracket zu dem Zeitpunkt gerade angekündigt wurde und wir somit den Gegner für Kalu sehen konnten. In Smash spielt man immer ein Double Elimination Bracket, das heißt man muss immer zweimal verlieren, um aus dem Turnier rauszufliegen. Und in Runde 1 müsste er gegen Deko und naja, Deko kennen wir, der ist deutlich zu gut. Das heißt, wir haben uns keine großen Gedanken darüber gemacht und geschaut, gegen wen er als nächstes spielen müsste. Und den Spieler kannten wir tatsächlich nicht und mit bisschen Recherche haben wir herausgefunden, dass der sogenannte Steve Sorex Bayonetta spielt und schon seit 2019 competitive aktiv ist. Davon haben wir uns nicht einschüchtern lassen und uns auf den Charakter Bayonetta konzentriert. Und gegen die sind diese Dash Shields extrem wichtig, weswegen wir das nochmal intensiv geübt haben. Der Gast an Tag 4 war Jasmin. Sie hat damals zu Smash 4 Zeiten regelmäßig auf Turnieren teilgenommen und auch schon das eine oder andere große Upset geholt. Zu Smash Ultimate Zeiten war sie dann nicht so aktiv, aber sie hat halt noch diese Erfahrung eines Turnierspielers. Und die Basics vergisst man ja eh nicht. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Und ja, beim Training ist uns dann aufgefallen, dass durch das intensive Dash Shield und Jump Training im Trainingsmodus erstmal ein kleiner Rückschritt passiert ist. Also er ist praktisch so gesehen etwas schlechter geworden. Aber das ist komplett normal. Also wenn man neue Aspekte versucht in sein Spiel einzubauen, dann muss man erstmal rumexperimentieren und lernen, wo und wie genau man diese neuen Optionen anwendet. Und genau das war halt bei Kalu der Fall, was natürlich auch ein kleines bisschen frustrierend sein kann, wenn man halt eben insgesamt eigentlich schlechter spielt als sonst. Aber ey, die Side-Bs, die waren so clean wie immer. Der letzte Tag des Trainings fing an und Ziel war es nun, die ganzen gelernten Sachen zu festigen und nicht allzu viel Neues dazu zu lernen. Zu Gast kam dann das erste Mal ein aktiver Turnierspieler, nämlich der Roman. Zuvor waren es Spieler, die mal competitive gespielt haben und auf einem ganz guten Level sind, aber einen aktiven Turnierspieler wie Roman hatten wir noch nicht, der so nebenbei auch für das kommende große Turnier angemeldet war. Da der Roman auf Turnieren immer ein paar Sets gewinnt, konnten wir mit ihm sehen, inwiefern Kalu nun mit richtigen competitive Spielern mithalten kann. Und tatsächlich ist direkt erstmal aufgefallen, er spielt deutlich besser im Vergleich zum gestrigen Abend. Die Jumps, die er am Tag davor noch oft einfach so benutzt hat, hatten diesmal mehr ihren Zweck. Sein Movement im Neutral war nun besser als je zuvor, weil er nun die Dash Shields zu Shield Grabs nun sinnvoll bekommen hat. Auch Offstage war Kalu nun sehr sicher. Zwar passierten ihm ab und zu noch ein paar kleine Fehler, aber im Großen und Ganzen ist er immer wieder gut zurück zur Stage gekommen. Selbst seine schlechten Angewohnheiten im Disadvantage konnte er einigermaßen ausbessern. Und ebenso lief sein Combo-Game überraschend gut, obwohl dieser Aspekt so schwer zu trainieren war, da er ja keine eigene Switch zu Hause hat und gerade mal 20 Spielstunden in dem Spiel hat. Es war echt erstaunlich zu sehen, wie weit man in nur 5 Tagen durch gezieltes Training kommen kann, beim Lernen eines neuen Competitive Spiels von Grund auf. Aber eine Sache, die schon die Tage davor bemerkbar war, ist, dass Kalu schnell unkonzentriert wurde. Es liegt einfach daran, dass er immer 4 bis 5 Stunden Sessions hatte, ohne große Pausen, und vor allem war er die ganze Zeit aktiv am Lernen und muss immer direkt neue Sachen anwenden. Er musste auch immer komplett konzentriert spielen, um mit den Spielern, die schon diese jahrelange Erfahrung haben, mithalten zu können, was halt extrem anstrengend ist. Das heißt, am Turniertag wird es auf jeden Fall äußere Faktoren geben, die viel an seiner Performance ausmachen werden. Wird er ausgeschlafen sein? Wird er sehr nervös sein beim Spielen? Wird es was Neues sein, dass er mit großem Publikum spielen wird?
All diese Faktoren werden einen großen Einfluss auf seine Spielleistung haben. Und er hat den großen Nachteil, dass er immer komplett 100% konzentriert spielen muss, um eben mit den Competitive-Spielern mithalten zu können. Aber für 5 Tage sind wir echt weit gekommen. Und auch das Ergebnis im Gameplay lässt sich auf jeden Fall sehen. Außerdem hat er den Vorteil, dass sein Gegner wahrscheinlich noch nervöser sein wird. Weil wir haben jedem gesagt, dass Kalu erst nur seit 5 Tagen Smash spielt. Ja, genau. Deine Gegner, für die wäre es so peinlich, wenn ich verliere, du weißt nicht. Ich werde dir ja vor den Spielern immer so sagen. Die sagen so im Hintergrund so richtig laut. Boah, wenn Das ist schon peinlich, gell? ich spiele das seit 5 Tagen. Okay, Carly, bist du ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Ah, der meint auch, der wird Deko klatschen. Jetzt gleich on stream. Yo! Hast du gesagt gerade eben? Hast du gerade eben gesagt? Boah, du wirst mehr als ein Set gewinnen. Ey, Junge, chill mal. Komm mal wieder runter. Ich glaube, das wird zu viel. Und jetzt war es endlich soweit. Kalu hat sich am Morgen noch etwas aufgewärmt und war anschließend ready, gegen seinen ersten Gegner anzutreten, nämlich Deko. Wir haben ja schon im Voraus praktisch beschlossen, dass der Deko ein zu schwerer Gegner sein wird, weswegen wir hier jetzt keine großen Hoffnungen hatten. Und ach ja, wir haben es mit dem Turnierorganisator so abgeklärt, dass der Kalu das erste On-Stream-Set des Tages spielen durfte. Und das sogar mit mir als Kommentator. Nur leider gab es ein paar technische Probleme, weswegen das Audio nicht so richtig aufgenommen wurde. Aber für Kalu war es trotzdem ein besonderes Ereignis, auf der großen Bühne spielen zu können. Und dann war es sogar noch sein erstes Turnierset aller Zeiten. Ja, okay, bisschen wie erwartet war der Deko ein bisschen zu gut. Kalu hat anfangs auf jeden Fall noch solide gespielt, aber mittendrin hat man ihm die Nervosität angemerkt. Aber unser wichtiges Set kam jetzt erst. In Losers Bracket musste er wie erwartet gegen Steve Sorex spielen, der Bayonetta-Spieler. Kalu hatte nach seinem Set gegen Deko nur kurz Zeit zum Luft holen, aber dann ging es auch schon direkt weiter. Und dann war es soweit. Der Moment der Wahrheit. 5 Tage haben wir auf dieses Set hier hintrainiert und nun ging es darum, all das Gelernte so gut wie möglich anzuwenden für dieses eine Set. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er hat ein Game gewonnen und das sogar relativ solide. Aber natürlich, das Set war noch nicht vorbei. Es war erst 1-0 und für ein ganzes Set braucht man 2 Matches. Einfach auf Bayonetta. An sich mit Full Rage in Cinema. Ja, Double Tag. Mega gut getan. Come on! Oh! Oh shit! Eine Sache, komm. Oh! Nein! Alter!
Oh shit, lass es. Oh. Nein, killt, oder? Nein. Nein, er war so nah dran, das Match zu gewinnen. Der Down Smash, der war es eigentlich. Hätte er den nur minimal länger aufgeladen, dann wäre es das Set gewesen. Aber noch war nichts vorbei. Es stand nun 1:1 und das alles entscheidende letzte Game fing nun an. Aber gut gespielt, gut gespielt. Und so ging das Set 1:2 zu Ende. Im letzten Match hatte Steve Sorex einerseits deutlich besser gespielt, weil er immer mehr auf Kalous Spielstil klarkam, aber auf der anderen Seite war Kalou auch noch vom sehr knappen zweiten Match etwas getroffen und er hat zu lange gebraucht, um sich dann im dritten Match nochmal zusammenzureißen. Nichtsdestotrotz war es stark gespielt von Steve Sorex, der auch eigentlich sehr bemerkbar auf einem deutlich höheren Level gespielt hat als Kalou. Den Levelunterschied haben wir vor allem mit guter Vorbereitung weggemacht, aber für einen ganzen Set-Win hat es am Ende doch nicht gereicht. Auch wenn wir die Challenge nicht geschafft haben, war es mega cool zu sehen, wie schnell sich Kalou in den 5 Tagen entwickelt hat. Wichtig ist auch, dass er während dieser Zeit von Competitive Smash voll begeistert war. Er hatte danach so viel Bock aufs Spiel, er hat sich sogar die neue OLED-Switch mit Smash bestellt und zockt jetzt gerade das Spiel noch aktiv. Und ey, wenn ihr denkt, dass das schon krass war, was wir in 5 Tagen geschafft haben, wartet's mal ab, wenn wir in einem Monat wiederkommen zum nächsten Turnier.